Willkommen bei Alpin Apologia, deinem Kanal für christliche Apologetik. Dies ist der letzte Teil der Reihe Gottesbeweis aus der Information nach dem Buch Information, der Schlüssel zum Leben von Werner Gitt. In den 2 vorhergehenden Videos haben wir zuerst den Begriff der Information genauer angeschaut, mit den 5 Ebenen der Information: Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik und Apobetik. Im zweiten Video haben wir die Naturgesetze zur Information angeschaut und quasi als Bonus einen Versuch der Formulierung von Naturgesetzen des Lebendigen, weil es ebenfalls noch keine richtige wissenschaftliche Definition des Lebendigen selber gibt. Und nun dürfen wir quasi die Früchte dieser Arbeit ernten. Wir ziehen logische Schlussfolgerungen aus eben diesen Naturgesetzen. Nochmals zur Erinnerung, die Naturgesetze aus dem zweiten Video gelten ohne Ausnahme für jedes beobachtbare System, welches universelle Information nach Definition im ersten Video enthält. Das heißt nichts anderes als ein einziges Gegenbeispiel würde die Naturgesetze falsifizieren, aber das ist bis heute nicht geschehen. Die Schlussfolgerungen werde ich in der euch schon bekannten Form von Prämissen und Conclusio darstellen. Ein kleiner Zusatz für diejenigen, die sich in Logik auskennen: Es handelt sich meist um den klassischen Modus ponens, also den direkten Beweis. Nur manchmal wird der Modus tollens, also der indirekte respektive negative Beweis, verwendet. Das steht dann aber beim Titel, damit man es schnell unterscheiden kann. Also, legen wir los. Wie immer habe ich das PDF unten in der Beschreibung verlinkt. Druckt es euch aus oder öffnet es, damit ihr hier den Argumenten folgen könnt. Es gibt auch Rückverweise zu den Naturgesetzen. Ja, dann ist das sehr hilfreich. Also, Schlussfolgerung 1. Es muss einen intelligenten Sender geben. Das machen wir mit der Prämisse 1. Wenn die universelle Information, UI, vorfinden, dann kann sie nur von einem intelligenten Sender erzeugt worden sein. Das kommt von Naturgesetz der Information Nummer 4. Die Prämisse 2, das Proteinsynthesesystem, also in unseren Körperzellen, beruht auf UI. Die Conclusio daraus: Es muss einen intelligenten Sender geben, der diese UI geschaffen hat. Ja, und das führt zu weitreichenden Untersätzen, nämlich a. Der Atheismus ist widerlegt und b. Die Existenz Gottes ist nachgewiesen. Das ist der Gottesbeweis durch ein Naturgesetz der universellen Information. Schlussfolgerung 2. Der Sender muss hochintelligent sein. Das ist der Nachweis der Allwissenheit Gottes durch ein Naturgesetz der Information. Prämisse 1. Wenn wir ein Codesystem vorfinden, dann kann dieses nur von einem intelligenten Sender erstellt worden sein. Das kommt von Naturgesetz der Information 4a. Prämisse 2. In allen Lebewesen finden wir ein Codesystem vor. Das ist die DNA, die RNA. Und die Conclusio daraus: Darum muss der Sender, der die Programme, also die UI für die lebenden Systeme erstellt hat, hochintelligent sein. Daraus folgen wir in Untersätzen: a. Der Sender, also der Urheber der Information in den Lebewesen, muss allwissend sein. b. Dieser Sender, also Gott, muss allumfassend sein und alles durchdringen. c. Gott, der Urheber, muss ewig sein. Jetzt werden vielleicht einige fragen, wie kommen wir denn auf diese A-B-C-Sätze? Ganz einfach: Da wir wissen, dass es immer nur einen Urheber am Ende der Kette gibt, muss dieser diese Attribute haben: allwissend, allumfassend und ewig. Denn sonst würde die Kausalkette niemals aufhören. Also da gäbe es einen Schöpfer, dann gäbe es den Schöpfer des Schöpfers und so weiter. Das hören wir manchmal auch von Kindern oder auch von Atheisten, die fragen: Wer hat denn Gott erschaffen? Und die Antwort ist: niemand, denn Gott ist am Ende dieser Kausalkette. Und deshalb muss er diese Attribute haben. Schlussfolgerung 3. Der Sender muss eine hohe Schöpferkraft haben. Das ist der Nachweis der Allmacht Gottes. Prämisse 1. Wenn wir Maschinen oder Artefakte vorfinden, dann waren zu ihrer Erstellung universelle Information, schöpferische Ideen und schöpferische Kraft erforderlich. Siehe Naturgesetz der Information 5a. Prämisse 2. In den Lebewesen finden wir extrem komplexe biomolekulare Maschinen. Und die Conclusio daraus: Der Urheber der biomolekularen Maschinen muss in der Lage sein, universelle Information zu erzeugen und über geniale schöpferische Ideen und über eine sehr hohe Schöpferkraft verfügen. Schlussfolgerung 4. Der intelligente Sender muss eine nicht materielle Komponente haben. Prämisse 1.
Wenn wir UI vorfinden, dann muss der Sender eine nicht materielle Komponente aufweisen. Das wissen wir vom Naturgesetz 4c. Prämisse 2. In den Lebewesen finden wir UI, die übertragen und verarbeitet wird. In unseren Zellen. Die Konklusion daraus: Darum muss der Urheber dieser UI von seiner Natur her nicht materiell sein oder eine nicht materielle Komponente haben. Schlussfolgerung 5. Der Mensch muss eine nicht materielle Komponente haben. Prämisse 1. Wenn wir UI vorfinden, dann muss der Sender eine nicht materielle Komponente aufweisen. Wie zuvor auch von Naturgesetz 4c. Prämisse 2. Der Mensch ist in der Lage, universelle Information zu erzeugen. Daher die Konklusion: Der Mensch muss eine nicht materielle Komponente haben. Wir schließen daraus 3 Untersätze. A. Das Gehirn, also die Materie des Gehirns, ist keine Informationsquelle, sondern eine äußerst komplexe, informationsverarbeitende Maschine. B. Der Monismus, also die Ansicht, der Mensch sei rein materiell, ist widerlegt. Und C. Der Mensch hat eine nicht materielle Komponente, das nennen wir dann Seele und/oder Geist. Schlussfolgerung 6. Nun im Modus tollens, also als indirekter Beweis. Die Lehre des Materialismus ist falsch. Prämisse 1. Wenn die Lehre des Materialismus richtig ist, dann ist die Materie, Masse und Energie der Urgrund aller Dinge in dieser Welt. Alles in dieser Welt und damit auch nicht materielle Größen wie Information, Bewusstsein oder Wille sind dann aus der Materie hervorgegangen. Prämisse 2. Nach einem Naturgesetz, und zwar das Naturgesetz der Information 2, kann eine rein materielle Größe keine nicht materielle Größe hervorbringen. Daher der Schluss: Die Lehre des Materialismus ist falsch, denn Prämisse 1 hält nicht. Schlussfolgerung 7. Die Urknallhypothese reicht nicht aus für die Entstehung von UI. Auch wieder im Modus tollens. Prämisse 1. Wenn die Urknallhypothese stimmt, dann darf es in dieser Welt nur materielle Größen wie Masse und Energie geben. Prämisse 2. Im Universum befinden sich jedoch riesige Mengen nicht materieller Größen, zum Beispiel eben die universelle Information. Daher der Schluss: Die Urknallhypothese ist falsch. Und Schlussfolgerung 8. Die Evolution ist widerlegt, ebenfalls im Modus tollens. Prämisse 1. Wenn irgendwo Lebewesen gefunden werden, dann haben sich diese in rein materiellen Prozessen im Rahmen von biologischer Evolution entwickelt. Prämisse 2. In den Zellen aller Lebewesen finden wir lebensnotwendige universelle Information. Zum Beispiel eben die DNA. Die ist gemäß Naturgesetz der Information 3 nicht aus einem materiellen Prozess stammen kann, sondern nur durch einen intelligenten Sender bewirkt sein kann. Siehe Naturgesetz der Information 4. Und der Schluss daraus: Die biologische Evolution, damit ist die Makroevolution gemeint, ist widerlegt. Tja, und Schlussfolgerung 9 kommt aus den Naturgesetzen des Lebens, die Werner Gitt ja auch versucht hat, in einem ersten Wurf zu formulieren. Weil das Lebendige eine nicht materielle Größe ist, Gesetz 1, kann die Materie sie nicht hervorgebracht haben. Daraus schließen wir: Es gibt keinen Prozess in der Materie, der vom Unbelebten zum Leben hinführt. Rein materielle Vorgänge können weder auf der Erde noch anderswo im Universum zum Leben führen. Das ist die Anwendung des Naturgesetzes der Information 2. So, und damit kommen wir schon zum Fazit des Gottesbeweises. Diese Schlussfolgerungen haben den Nachweis erbracht, dass ein Urheber der Welt und alles Lebens existieren muss. Das war der eigentliche Gottesbeweis. Dann, dass dieser Urheber allwissend, allmächtig, allumfassend und ewig sein muss, eben damit es keine unendliche Kausalitätskette gibt. Und dass der Mensch eine nicht materielle Komponente, also Seele oder Geist, haben muss. Nun ganz wichtig, merke, mit den Naturgesetzen können wir nicht mehr über Gottes Wesen und seine Eigenschaften herausfinden. Dazu benötigen wir dann die sogenannte spezielle Offenbarung und das ist die Bibel. So, ich hoffe, das war nicht allzu überfordernd. Denkt daran, ihr könnt das PDF ausdrucken, es ist unten verlinkt in der Beschreibung. Nutzt das und schaut euch die Videos 1 bis 3 einfach nochmals an, auch mehrmals. Denn aus meiner Sicht ist das tatsächlich der definitive und für mich persönlich wichtigste Gottesbeweis. Natürlich brauchen wir als gläubige Christen keinen naturwissenschaftlichen Gottesbeweis. Es ist dennoch schön zu wissen, dass es ihn gibt. Und es hilft uns auch bei der Erforschung dieser Details, sagen wir, der DNA, der Genetik, einfach zu sehen, wie großartig diese Schöpfung ist. Und da kommt man eigentlich aus dem Staunen nicht mehr raus. All diese unfassbaren Nanomaschinen, die in jeder Zelle von uns vorhanden sind und so weiter und so fort. So gut will, werde ich dazu noch einige Videos machen. Tja, und das war's schon. Ich wünsche Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal bei Alpin Apologia.